In dieser Sendung piept mindestens einmal der Feuermelder und wir haben eine Hummel. Nee, eine Biene. Wespe. Das ist Wespe, genau. Was halten wir von dem Intro? Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ich habe den Torgen Jüttner von Festool mit dabei. Yep. Der Torgen stellt sich heute mindestens 30 sehr, sehr kritischen Fragen und er wird heute eine Sache nämlich verkünden, nämlich, dass es demnächst ein Rasenmäher von Festool gibt. Krass. Und was man nicht denkt, wenn man jünger ist und ein Haus hat, denkt man so, boah, geil, 1000 Quadratmeter, am besten das Haus, 10.000 Quadratmeter genau, Grundstück. genau. Und je älter du wirst, denkst du so, oh nee, das kleiner ist okay. Ja, genau. Also genau. nicht pflegen müssen. Genau. Deswegen die größte Erfindung, finde ich, Rasenmäherroboter. Ja. Ich habe das Ding gefeiert. Als Brauchst du von Festool? Wann kommt der Festool-Rasenmäherroboter? Wir haben leider keinen, nee. In Entwicklung Wir höchstens. haben keinen, auch nicht in Entwicklung. Oh. Rasen ist einfach nicht unser Ding. Wir machen das, was wir können. Und das ist halt nicht Garten, muss ich dann zugeben, an der Stelle tatsächlich. Und Wer ist Torgen Jüttner in 2 Sätzen? Torgen Jüttner in 2 Sätzen. Durch und durch Norddeutscher. Verkaufsleiter mit mega grünem Blut, so würde ich das mal nennen. Mit Grünblut, du bist ja quasi der Festool-Hulk. Nee, so würde ich das auch wieder nicht sagen, um Gottes Willen, weil das grüne Blut haben bei uns eigentlich alle. Also jeder, der eine Zeit lang bei uns dabei ist, der kriegt dieses grüne Blut, ob er will oder nicht. Und jeder, der bei uns anfängt, jeder ist natürlich auch wieder übertrieben, aber ganz großer Teil der Leute bleibt halt einfach auch. Also wenn du dir den Außendienst anguckst, unsere Mannschaft, wir sind knapp 50 Leute und die heute da sind vom Altersdurchschnitt einfach 5 Jahre älter als die vor 5 Jahren, weil es immer noch die gleichen sind. Also, und das zeichnet eigentlich das Unternehmen aus und das ist vielleicht auch so ein Teil von mir. Ich bin Widder, Sternzeichen. Und wenn man so guckt, ich auch. Ach, guck mal, ja, okay. Wann du? 8. April. 8. April, 28.3. Gucke. So, ja. Nah beieinander. Ja, und da sagt man treu doof. Und Vielleicht feiern wir mal zusammen. ja, so, genau. 2 Norddeutsche. Ja, aber über Widder sagt man halt treu doof. Ja. Und das ist so, ich bin jetzt seit 2002 bei Festool im Unternehmen, hat angefangen als Gebietsverkaufsleiter Automotive, habe dann die Maler mitgemacht, habe dann bin Key-Account-Geschäft mitgemacht, habe dann irgendwann einen regionalen Verkaufsleiter übernommen, dann war ich für halb Deutschland zuständig, jetzt halt für ganz Deutschland, aber halt ungewollt. Also ich wollte zu Festool, ja, ich wollte da verkaufen, weil ich die Maschinen klasse fand vorher schon, aber alles andere, da war immer irgendwie keiner da und haben sie mich gefragt und deswegen bin ich dann jetzt halt Verkaufsleiter, so ungefähr ist dann gekommen. Das waren viel mehr als 2 Sätze. Ja, das ist genau. Das, Kurze ja, Frage, Vertrieb, ne? weil das ist immer interessant. Sucht ihr Leute? Aktuell tatsächlich nicht, weil wir gerade in der Umstrukturierung sind. Ah, okay. Also ist nicht so, dass wir jetzt dass wir den Weg suchen, dass wir Leute raus haben wollen, aber wir sind nicht aktiv am Suchen, weil wir gerade konkret aufbauen, sondern wir stoßen gerade einiges um und wir haben natürlich Stellen, also wenn du bei uns guckst, natürlich, also es werden schon Leute gesucht, aber da Nicht ist in der dann Masse. durch den Umbau, wenn man denn so will, nicht in der Masse, genau. Ja. Okay. Also, aber wenn man unbedingt zu Festool möchte, dranbleiben. Dann auf alle Fälle beobachten, immer wieder gucken. Ja, also wenn man dann die Chance hat, es lohnt sich, kann ich wirklich versprechen. Okay. Warum wirkt Festool als eine Marke für die Elite? Festool ist keine Marke für die breite Masse. Warum ist das so? Das könnte dadurch entstehen, dass wir halt sagen, wir wollen Maschinen produzieren in die Hand von unserer Zielgruppe. Und unsere Zielgruppe ist der Tischler, unsere Zielgruppe ist der Zimmermann und ist der Maler. Und das, was wir entwickeln wir genau für diese Zielgruppe. Es ist ein Handwerker. Es ist ein Handwerker mit einem sehr hohen Anspruch. Gerade der Tischler. Ich kenne keinen, der genauer ist als ein Tischler. Vielleicht mein Vater davor, da werden sie jetzt einige aufschreien. Ja, deswegen muss ich wieder vorsichtig sein, natürlich. Also ich sehe es jetzt mit meiner Brille in meinem Kundenkreis so. Ich weiß, mein Vater war vorher in der Qualitätssicherung Kugellager, der hat Haarrisse gesucht. Also der war genauer. So, deswegen, natürlich gibt es die, aber jetzt so von der Handwerkergruppe ist ein Tischler eben wahnsinnig genau und pingelig im positiven Sinne. Und wenn wir für den Maschinen bauen, mit dem Background, den wir haben, dann müssen wir Maschinen bauen, die sind hochwertig, die halten lange, die sind robust, wir haben Qualitätsversprechen. Und wenn wir das eben alles tun, dann landen wir auch an einem Preispunkt, der dann leicht dafür sorgt, dass Leute sagen, die sind mal abgehoben. Was machen die da eigentlich? Was bilden die sich ein mit den Preisen? Wir sagen halt immer, wir können den Aldi-Weg nicht, also den günstigen Weg nicht. Der Aldi-Weg ist ja qualitativ nicht schlecht, wir kaufen genauso bei Aldi, der ist gut, aber Aldi ist konsequent, alles was die tun ist, wir sparen Kosten im Marketing, wir sparen Kosten da, damit wir zu sehr günstigen Preisen anbieten können, auch gute Qualitätsware und das können wir nicht. Wir würden den nicht hinkriegen, diesen Weg mit den Voraussetzungen, die wir hier im Ländler haben
Und ich kann mir vorstellen, dass es daher vielleicht kommt. Das heißt auch immer, wenn wir eine Werbung machen, wenn wir irgendwo auch bei dir in den Kanälen was lesen, dann steht da häufig dann, ja, Festool kann ich mir nicht leisten oder so. Das nicht, weil wir bewusst jemanden ausschließen wollen. Wir bauen eben nicht für die Privatpersonen, weil der Private, wir hatten es vorhin auch, als wir so schon uns unterhalten haben, über eine andere Marke, dem Privaten reicht auch eine andere Marke häufig, weil der einfach sagt, für die 3 Schnitte im Jahr läuft meine halbstationäre Säge vielleicht hochgerechnet eine halbe Stunde, weil ich die immer nur eine Minute laufen lasse für meine Schnitte. Und dann brauche ich vielleicht kein Gerät von Festool, das auf diese Art und Weise wahrscheinlich 50 Jahre hält. Aber wenn wir gerade dabei sind, würdest du Festool als teuer oder preisintensiv bezeichnen? Ich würde sagen, blöder Verkäuferspruch, preiswert. Sie ist ihren Preis wert, die Maschine. Also deswegen nicht teuer, sondern ich würde immer sagen, das ist immer in Relation dessen, wofür verwende ich die. Reicht mir auch etwas anderes, dann würde ich vielleicht sagen, dann ist es in dem Moment teuer, weil ich eine andere Maschine, die den gleichen Zweck erfüllt, auch günstiger zu haben ist. Aber wenn ich tatsächlich als Profi damit arbeite und gucke dann über einen langen Zeitraum, die Leute die Maschine haben, dann ist sie irgendwann auch wieder günstig. Ja, es ist, im Grunde ist es jetzt ja ein Interview an dich, aber ich möchte dazu unbedingt mal was sagen, weil es ist eine Sache nicht zu unterschätzen, ein richtig gutes Werkzeug, wie lang das hält. Ja. Nicht nur von euch, auch von anderen Premium-Herstellern. Wenn man einfach mal deutlich mehr Geld ausgibt, ist es in der Regel auch so, dass es sie mehr als deutlich auch länger hält. Und wenn man sich anschaut, wie viel Tausende, Zehntausende Schnitte zum Beispiel bei euch eine Stichsäge, eine Tauchsäge machen muss, um vielleicht irgendwann mal in die Richtung einer Reparatur zu kommen, dann sieht man halt, dass sich das auch auszahlt. Ja. Ja, das müssen halt sehr günstige Geräte halt nicht können, weil sie es gar nicht müssen. Ja? Genau, und dann hast du noch einen Unterschied eben auch da wieder zwischen dem Hobbyhandwerker, selbst wenn die Ansprüche hoch sind, und dem professionellen Handwerker, damit sein Geld verdient. Wenn dem die Maschine im falschen Zeitpunkt ausfällt, dann hat der echt ein Problem, dann wird es teuer. Weil wenn es die repariert ist und wieder zurück ist, vielleicht muss er eine neue kaufen, um die Zeit zu überbrücken, weil der unter Zeitdruck ist. Genau. Das habe ich privat aber vielleicht nicht. Privat ärgere ich mich dann, bringe die weg und arbeite halt das nächste Wochenende wieder weiter. Das darf dem professionellen Handwerker aber eben nicht passieren. Und genau das müssen wir immer wieder bestätigen, dass er sich auf uns verlassen kann. Und das ist das, was du als Privater natürlich dann zwangsläufig mitbezahlst, auch wenn du es vielleicht im Moment gar nicht brauchst. Festool ist ja Premium, da würdest du auch zustimmen. Ja, auf alle Fälle, ja. Aber wird Premium nicht irgendwann schwierig, wenn andere Hersteller aus einem anderen Segment immer mehr aufholen? Ein gutes Beispiel ist jetzt, Einhell bringt jetzt eine Professional-Serie raus, die ja wirklich bewusst an Professionals auch sich richtet. Ja? Ist denn Premium dauerhaft zu halten? Meiner Ansicht nach ja, weil wir haben bei uns mal gelernt, tatsächlich, da habe ich angefangen 2002 und da hatten wir damals einen Vorstand im Unternehmen und der hat uns was beigebracht und daran glaube ich bis heute. Der hat einen Leitspruch gehabt, in der Mitte wird es eng. Du musst dich irgendwann entscheiden, gehst du den Premium-Weg oder gehst du den Aldi-Weg? Also bist du Leistungsführer oder Preisführer? Aber dazwischen, in der Mitte, wird das eigentlich eng und das ist bei ganz vielen Marken so, egal in welchem Segment, wenn du so schaust, die müssen sich irgendwann mal entscheiden, was sie wirklich können. Und da behaupte ich jetzt einfach, dass wir Premium können. Da fühlen wir uns sicher, wir wissen, was wir tun. Wir sind sehr nah am Kunden, wir unterhalten uns da sehr viel, dass wir ja nicht bewusst teuer bauen, sondern wir versuchen das ja genau ihm in die Hand zu entwickeln. Und diesen Premium-Anspruch, den müssen wir halt durch Innovation immer wieder bestätigen. Und ich behaupte, wir können das, weil das unsere DNA ist. Andere, die jetzt auch Premium werden, die müssen das ja erstmal beweisen über einen ganz langen Zeitraum, dass sie das dauerhaft halten. Und das ist eigentlich die Kunst. Also es können andere auch gut, gar keine Frage. Und andere können auch Premium, auch das ohne Frage. Aber du brauchst dann dahinter den Service, alles das, was es über die Jahre hinaus macht. Ich finde, wenn du so in die Automobilindustrie reinschaust, ohne jetzt eine Marke zu nennen, dann hören wir doch ganz oft in Deutschland, die deutschen Automobilbauer, die haben es echt schwer, weil da kommen jetzt die Chinesen. Vor den Chinesen waren es, glaube ich, die Südkoreaner, davor waren es dann, glaube ich, die Japaner. Und die haben alle so ihre Marktanteile und die bauen alle tolle Autos. Aber häufig kriegen die das Servicenetz eben nicht so hin, dass du eine andere Servicedichte dann doch hast. Und wenn ich jetzt ein chinesisches Auto kaufen würde, egal von welcher Marke, musst du dir überlegen, ist denn die Servicestation in 5 Jahren noch da? Und das macht ja Premium aus, dieses Leistungsversprechen dann zu halten. Und da sage ich halt bei uns, bei Festool, ich bin mir sicher, uns wird es auch in 5 Jahren noch geben, weil die DNA halt einfach drin ist, weil wir darauf aufgebaut sind, müssen es immer neu beweisen. Und das Schwierigste ist, das täglich neu zu beweisen, aber ich sage, wir können das. Und vielleicht gibt es andere, die kommen da auch hin. Und also, das ist ja nicht unmöglich zu schaffen. Das kann jeder, aber du brauchst einen ganz langen Atem dafür. Weil du gerade gesagt hast, es gibt
Gibt die Premium, gibt den Bereich da weiter unten. Gibt es irgendeine Marke, die du aktuell siehst, die in der Mitte zerrieben wird? Sehe ich auch, aber ich finde es jetzt unfair, darüber zu sprechen. Hm. Ja, aber sehe ich schon, klar, logisch. Okay. Also der Markt verändert sich ja dynamisch. Es kommen immer mal neue wieder rein. Auch gibt es Marken aus den USA zum Beispiel, die gern mal 2 Jahre, 3 Jahre Vollgas geben. Dann verschwinden die wieder, wo man denkt, die haben jetzt so viel aufgebaut, warum hörst du jetzt gerade nichts mehr? Und dann kommen die wieder mit einem neuen Anlauf, wo es dann immer so auf und ab gibt. Auch solche Marken gibt es im Markt. Aber ich glaube, die große Kunst ist die Beständigkeit, weil das ist, was die Kunden ja am Ende nachher erwarten. Und gerade jetzt, wenn du auf das Thema Akku guckst, ist es ja wichtiger denn je, weil wenn du dich da auf eine Marke festlegst, die es vielleicht gar nicht mehr gibt oder die vielleicht keine Innovation mehr in 3 Jahren bringt, hast du halt in die falsche Tonne gegriffen. Ne? Dann kannst du wieder neu aufbauen. Ja, absolut. Wobei ich beobachte, dass die Wechselbereitschaft heute viel höher ist, als man es vor 5 oder 10 Jahren hatte, weil Leute sagen, ja, dann verkaufe ich es halt bei eBay, Kleinanzeigen irgendwo und dann fange ich halt neu an. Ist natürlich eine Entscheidung, aber dieses Verkrustete, was man früher gesehen hat, das sehe ich heute nicht mehr so intensiv. Also es ist immer noch sehr stark da, aber nicht mehr so intensiv wie früher. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute noch mehr Akkusysteme haben als früher. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr? Ja, ergeben auch unsere Umfragen. Und das ist auch im privaten Kreis, wenn ich so gucke und mit Nachbarn spreche, mit Freunden spreche oder auch bei mir selber in die Garage gucke, ist das auch so. Ich habe zu Hause, ich habe neulich nämlich gerade mal gesprochen mit jemandem, ich habe 4 Hersteller mit 4 verschiedenen Akkupacks zu Hause, weil der eine halt ein Gerät für meinen Garten gebaut hat, das ich geil fand und unbedingt haben wollte im Moment. Es gab eine Aktion mit einem kostenlosen Akkupack und dann bist du halt drin. So. Und das ist ja auch das, was heute fast jeder Hersteller anbietet, eben die Aktion mit den kostenlosen Akkupacks und dann fällst du doch ziemlich leicht reinzukommen in so ein anderes System. Und wenn du heute dann auch guckst bei Umfragen, es gibt keinen Handwerker, der nicht mindestens 3 verschiedene Akkusysteme inzwischen hat. So, das fällt einem Handwerker, glaube ich, auch leichter als einer Privatperson. Aber das ist so. Bei mir wurde ein Carport gebaut Anfang des Jahres und der hat nur mit Profi-Werkzeugen gearbeitet, aber es waren, ich glaube, 4 Marken, die der gehabt hat. So. Woran liegt das, dass genau dieser Handwerker 4 Marken hatte? Warum nicht eine? Bei dem war es zum Beispiel so, der hat Hat er mit Festool gearbeitet? Der hat auch mit Festool gearbeitet, ja, zum Glück. Sonst wäre er nicht auf den Hof gekommen. Nee, ich muss zugeben, ich kannte den Inhaber aber auch schon Okay. privat über 20 Jahre. Ich wusste nur nie, wie er arbeitet, aber es war jetzt mal die Gelegenheit zu sagen, Marc, willst du das für mich machen und das bei mir bauen? Und dann kamen sie. Und interessant war, wenn du dann mit denen sprichst über die Maschinen, die sie haben. Sie haben eine Marke, mit denen die quasi groß geworden sind. Und da haben sie einfach gesagt, dass seitdem die 18-Volt-Geräte haben, die mit denen nicht mehr glücklich sind. Die haben bei der einen Maschine war es so, musste den Akku immer, er sagt, jede halbe Stunde, sagte der Mitarbeiter, musste sie einmal rausziehen, den Akku und wieder neu reinstecken und dann läuft sie wieder. Aber sagt natürlich auch, wenn du 1.000 Euro bezahlt hast für so ein Gerät, willst du das so nicht. So, und dann sind die irgendwann ins Umdenken gekommen und haben dann einen neuen Schrauber gesucht und den Schrauber haben sie von einer anderen Marke gekauft. Und der lief dann auch gut. So. Und den haben sie eben genau in so einer Aktion gekauft. Und so sind die jetzt mittlerweile bei mehreren Marken angekommen. Willst du uns sagen, welche Marken dabei waren? Nee, ist unfair. Nee. Okay. Also deswegen, ich kann glücklicherweise sagen, wir waren dabei. So, Aber welches Gerät von euch war denn dabei? Von uns war tatsächlich bei ihm jetzt dabei der Schrauber. Also er hat von uns einen Akkuschrauber gehabt, weil er einfach gesagt, mit dem Winkelvorsatz kommt er überall super ran. Kam in Lücken rein, brauchte er bei uns eben auch. Und das war für ihn so die erste Marke, die er da genommen hat. Interessant. Wir haben jetzt ja schon sind ein bisschen schon in die Werkzeugbranche reingegangen. Welche Entwicklung in der Werkzeugbranche entwickelst oder beobachtest du aktuell mit Bauchschmerzen? Also wo schaust du in die Werkzeugbranche und sagst ja, ob das so alles richtig ist? Ja, wenn du in die gesamte Branche reinguckst, nicht nur in Festool. Ja, wenn ich in die Branche reingucke, dann ist, finde ich, die größte Herausforderung, die wir alle im Moment haben, ist tatsächlich das Thema Preistransparenz. Also durch das Thema Preistransparenz im Internet hast du natürlich sehr viele Diskussionen mit deinen Händlern darüber, mit den Händlern, die dann eben auch stationär verkaufen, die dann sagen, es kostet mich hier alles ein Heidengeld, ich habe ein Ladengeschäft, ich habe einen Außendienst und so weiter. Mit den Preisen da kann ich mein Geschäft über lange Zeit nicht finanzieren. Und dann verlierst du nach und nach eben einfach eine Händlerdichte und du verlierst auch die Lust bei den Leuten, die sagen, ich verdiene jetzt so viel Geld an Werkzeugen, dass ich die Leute ausbilden lasse weiter. Ich lasse die weiter schulen auf die Maschine. Ich investiere wirklich Kraft und Zeit in eure Marke. Dazu sind immer weniger Händler bereit, weil letztlich durch diese Preistransparenz der Preis so nach unten gegangen ist eben bei vielen.
Und als Endkunde erstmal super, dass man sagt, ja toll, die Maschinen werden immer günstiger, freue ich mich drüber. Ich als Privatperson freue mich auch, wenn ich günstiger gleiche Produkte irgendwo kaufen kann. Aber wenn du die Nähe halt vor Ort verlierst, weil eben kein Fachhändler mehr da ist, der ein Ladengeschäft hat. Und bei uns, waren wir vorhin auch schon drüber, sind 95% unserer Händler sind sowohl online als auch im stationären Bereich. Also viele kommen aus dem Stationären, haben dann irgendwann online auch mit angeboten. Die machen dann beides, dass wir gar nicht mehr trennen können nach online und offline. Und wir wollen das letztlich auch gar nicht, weil ich finde, beides hat seine Berechtigung. Wenn du die junge Generation anguckst, die kaufen eben online. Meine Kinder, die sind nur im Handy zugange und die haben gar keine Lust, irgendwie in den Laden zu gehen. Das ist völlig normal. Und auch ich, wenn ich wenig Zeit habe, bestelle dann eben sehr viel online. Aber manchmal, wo ich jetzt im Garten bin, gehe ich halt auch gerne im Baumarkt, guck mal die Sachen raus. Meine Frau ist dann immer genervt, weil ich eine Stunde brauche, selbst wenn ich nur 2 Teile kaufen will. Kenn ich. Genau, aber ich genieße das dann halt da auch einzukaufen. Aber die Gefahr ist, dass diese Läden halt nach und nach immer weniger werden, dass du nachher nur noch Großdistribution hast, wo du sagst, da hast du die ganz großen Baumärkte. Aber auch bei denen ist dann irgendwie jede Marke vorhanden, aber kaum jemand, der da beraten kann. Ja. Also das ist halt so eine Schwierigkeit. Landen wir irgendwann nachher an dem Punkt da, wo wir uns wirklich schlau machen müssen über dich, über deine Kanäle, über Internetseiten und Co., aber keinen mehr haben, der uns wirklich beraten kann, der vor Ort uns helfen kann, der uns vor Ort die Maschine gleich mitgeben kann, der den Service vor Ort dann macht. Also eine große Gefahr ist, dass wir das alles abschneiden, unfreiwillig. Das entwickelt sich einfach dahin. Ich selber merke, also es ist ja so, ich bringe sehr viele Videos raus, wo ich Informationen über Werkzeuge teile. Das heißt, ich erkläre Werkzeuge, ich erkläre quasi das, was du im Baumarkt halt auch hast, nur eben, du kannst mir keine Frage stellen und über eine gewisse Distanz natürlich. Ja? Und dadurch ist es so, das sind ja ganz viele Gespräche, die sonst im Fachhandel auch durchgeführt werden würden. Und es gibt eine sehr große Abneigung des Fachhandels gegen unsern Kanal. Ja. Also ist ja auch das ist nicht ein offenes Geheimnis, das ist gar kein Geheimnis, das ist einfach so. Und ich kann das verstehen. Und ich aus meiner Sicht sage immer, dass ich kann weder was dafür noch dagegen. Ich bin halt genauso da wie der Fachhandel und das soll dann am Ende der Kunde entscheiden. Mich würde aber interessieren, wie siehst du den Fachhandel in 5 oder 10 Jahren? Siehst du noch eine Chance für den Fachhandel langfristig? Ja, wenn er sich entscheidet. Und damit meine ich, die Entscheidung zu treffen, auf welche Marken will ich wirklich setzen. Weil meiner Ansicht nach du einfach sehr austauschbar wärst, wenn du sagst, ich will alles nur bedienen können. Also ein Kunde kommt rein und ich investiere eben nicht mehr die Kraft in eine Marke, dass meine Verkäufer noch beraten können, sondern ich bediene nur noch die Anfrage, die der Kunde gerade hat. Und wenn der Kunde kommt zu mir früher, ich war auch Händler 11,5 Jahre, so kam ich zu Festool, weil ich seit 93 schon als Händler Festool verkauft habe. Und wenn der zu mir kam, habe ich früher gelernt in den Trainings der unterschiedlichen Anbieter, die wir hatten. Und das war auch jenseits vom Elektrowerkzeugmarkt dann der Fall, dass ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne eine Spritzpistole haben. Wir haben damals zum Beispiel von Sata Farbspritzpistolen mitverkauft und der kommt und sagt, ich brauche eine Spritzpistole, Autolackierer. Wenn der zu mir kommt und sagt, ich brauche die und ich als Verkäufer jetzt sage, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich nehme mal das günstigste Angebot, dann werde ich vielleicht nicht das treffen, was der an Erwartung hat, weswegen er zu mir gekommen ist. Wenn der zu mir kommt, warte mal eine Weste, ja, liegt woanders hin. Andreas, mach sie tot, mach sie tot. Nee, das darf man nicht. Weißt du nur, wo wir waren? Ja, Sata. Ich habe gesagt, da ging ja um die Frage von dir, Fachhandel, wo sehe ich den in 5 Jahren? Und wenn du als Verkäufer eben jemanden Autolackierer beraten willst, der eine Spritzpistole haben will, und der kommt zu dir und der sagt halt zu dir, ich möchte die Sata Jet haben, weil die hatte ich immer. Und du gibst sie ihm. Ist das richtig aus Handelssicht oder müsstest du eigentlich nicht sagen, da gibt es eine neuere oder eine bessere? Das heißt, die erste Frage von mir müsste als Verkäufer immer sein, wofür brauchst du denn die? Und bei einer Spritzpistole könnte man sagen, ja, er lackiert halt ein Auto. Ja, aber da gibt es halt ganz große Unterschiede. Wasserlacke und als die damals eingeführt. Also du solltest immer die Frage stellen, was willst du damit machen? Selbst beim Akkuschrauber solltest du fragen, was willst du damit machen? Absolut. So, und diese Frage muss als erstes kommen. Und die Gefahr ist natürlich die, wenn du jetzt aber keine gute Ausbildung hast, bezogen auf deine Maschinen, die du verkaufen willst, dass du, wenn der jetzt mit dem Grund kommt, wofür brauche den Akkuschrauber, dass du ihn gar nicht genau beraten kannst, weil du gar nicht weißt, was meine Geräte können. Und das Problem ist tatsächlich, wenn du einfach nur jeden Hersteller bei dir im Sortiment hast,
dann kannst du diese Beratung einfach nicht leisten. Wenn du hingegen sagst, ich konzentriere mich auf meinetwegen einen Generalisten und habe noch 2, 3 Spezialisten dazu und auf die lasse ich mich dann schulen und die anderen, vielleicht verkaufe ich die mit, aber die will ich wirklich beraten können, dann hast du die große Chance, dem natürlich davon zu überzeugen, dass du wirklich als Fachhändler für den einen ganz hohen Stellenwert hast, weil du hast dem ja weitergeholfen. Du hast ihn nicht bedient wie jeder andere, sondern der geht vielleicht weg und sagt, ey, das war ja mal ein guter Tipp von dem, hat sich gelohnt. Und du gehst als Verkäufer immer das Risiko ein, wenn du ihn berätst, du kannst ihn vielleicht auch falsch beraten. Vielleicht geht er weg. Vielleicht wäre der glücklich gewesen, wenn er genau das bekommen hätte, was er immer hatte. Da kannst du nichts falsch machen als Verkäufer. Sichere Variante. Aber eigentlich solltest du es nicht tun. Du solltest dem wirklich von deinem Wissen und Gewissen das Beste verkaufen, was aus seiner Sicht für ihn jetzt gerade Sinn macht. Weil nur dann kommt er wieder. Und daran müssen wir alle arbeiten. Also an dieser Geschichte, dass man da wieder hinkommt zu sagen, ich kann beraten. Es geht mir nicht darum zu sagen, wir wollen keine Händler mehr haben, die nicht alle Marken haben oder so. Ich kann alle Marken haben, aber dann muss ich auch alle beraten können. Und das können heute nur ganz, ganz wenige. Wir haben ganz tolle Händler, die können das, aber bei ganz vielen kriegst du die Beratung nicht. Da triffst du auf eine Wand, die sieht einfach nicht schön aus, wenn du halt reinkommst. Sondern wir waren vor einem Jahr, vor einem halben Jahr war ich beim Händler. Da hängt eine Pro-Tool-Maschine drin. Die Marke haben wir 2013 eingestampft, weil die hat in der Wand nichts mehr zu suchen. Das ist ja auch ein schlechtes Bild, was du damit abwehrst. Ne? So verkaufen die ja gar nichts. Also deswegen doch, ich bin schon der Meinung, wenn wir das hinkriegen mit diesem Service, nur natürlich, es muss sich lohnen für den Händler, am Ende muss er Geld verdienen. Das ist klar. Da muss er an sich denken, auch ganz egoistisch. Klar. Und das ist die große Herausforderung, vor der eben die Fachhändler stehen. Wie kriege ich das alles zusammen? Aber wenn du jetzt sagst, ein Händler sollte sich fokussieren, der sollte sich auch auf bestimmte Marken fokussieren, ist es für einen Händler nicht ein Fehler, dann Festool zu nehmen? Weil Festool für viele Gewerke gar keine Geräte anbietet. Genau, deswegen sagte ich, Generalisten brauchst du, aber dazu dann auch Spezialisten. Also weil einen Tischler kannst du dann halt auch begeistern mit einer Marke Festool. Klar. Also vielleicht sagt er dann auch, also so richtig Fachhandel ist für mich nicht, wenn ich als Tischler beim Händler reingehe und da ist nicht Festool. Das ist genauso wie wenn du als Zimmermann irgendwo reinkommst und da kann ich jetzt mal einen Markennamen nennen und der Händler hat keinen Muffel, dann ist das für den auch kein Zimmereihändler. Also dann wird er da auch nicht ernst genommen. Klar. Und diese Verbindung, die musst du dann tatsächlich schon schaffen. Und deswegen, so macht das schon Sinn. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn uns dein Händler sagt, wisst ihr was, ihr seid dann die Ersten, die rausfliegt. Ja, dann bitte, also dann ist es mal eine klare Entscheidung. Das ist doch besser, als wenn du immer rumeierst. Das stimmt. Der Händler mit uns unzufrieden ist, wir vielleicht unzufrieden mit ihm sind. Dann lieber eine klare Entscheidung zu treffen und sagen, ganz oder gar nicht. Wir haben jetzt über Marken gesprochen, ich spreche eine Marke auch ganz konkret an. Wie nimmt Festool eine Marke wie Milwaukee wahr, die so sie wirklich sehr aggressiv, das meine ich nicht, dass sie jetzt böse sind, sondern sie sehr massiv in den Markt reingehen, auch sehr viel investieren, auch super, super viele Geräte haben. Ja, also eine Vielfalt, die schier unerschöpflich ist. Wie nehmt ihr das wahr? Wir nehmen die so, weil du es gerade tatsächlich beschrieben hast. Die kommen schon mit einer Power in den Markt tatsächlich, bauen da gerade was auf. Wir nehmen sie wahr auch als Marke, die den Händlern auch eine Menge versprechen. Ob das dann überall eingehalten wird, das will ich jetzt nicht bewerten. Also das müssen die dann für sich entscheiden und jeder Händler für sich entscheiden. Genau, da bin ich dann raus. Aber wir sehen natürlich schon, dass sie Kunden erreichen. Wir sehen, dass sie im Markt ankommen. Aus unserer Sicht verlieren wir natürlich auch die eine oder andere Maschine. Das ist so. Ich denke aber, mehr zu leiden haben andere Generalisten. Wenn du jetzt dann guckst, eher zum Bosch Makita, ich glaube, die tun denen dann deutlich mehr weh, als sie uns dann wehtun. Und an der einen oder anderen Stelle ist es dann auch wieder gut, wenn du so einen lebendigen Wettbewerber reinbekommst, der uns selber dann ja auch wieder im positiven Sinne unter Druck setzt. Wenn der jetzt was macht, wo wir sagen, Mensch, ja, da haben wir geschlafen, dann weckt er uns auch mal auf in dem Moment. Und ich finde es gut, wenn der eine oder andere Vollgas gibt von unseren Wettbewerbern, weil nur durch diesen Battle entwickeln wir uns. Also das Schlimmste wäre, es kommt kein neuer dazu. Das Schlimmste wäre, alle dödeln so vor sich hin, haben wir nichts von. Ja, also deswegen lieber einer, der Vollgas gibt, ich finde es gut. Also auch für mich als Vertriebler ist es ja viel spannender zu sagen, guck mal, was der alles richtig macht und guck mal, was der vielleicht auch falsch macht. Das, was der falsch macht, muss ich ja nicht auch wiederholen, aber das, was der richtig macht, da kann ich ja sagen, Mensch, ja, hat er recht, warum machen wir das und das nicht? Und dann gibt das auch eine neue Orientierung vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Sodass wir uns selber nicht nur intern, was die Maschinen, die Produkte angeht, auch vielleicht was Marketing angeht, was den Vertrieb angeht, können wir uns auch wieder weiterentwickeln. Deswegen, also ja, bitte her mit solchen Battles.
Du hast gesagt, ihr wollt nicht so rumdödeln. Was war die riskanteste Entscheidung in den letzten Jahren bei Festool? Ich glaube, die riskanteste Entscheidung, die wir getroffen haben, das ist eigentlich, dass wir uns von einer kompletten Sparte verabschiedet haben, Automotive. Mhm. Also ich komme aus dem Bereich, sagte ich ja vorhin, deswegen dieses Beispiel mit den Spritzpistolen. Ich bin 11,5 Jahre im Großhandel in Hamburg gewesen und wir haben Autolackierereien beliefert mit allem außer Autolack. Aber dazu gehörten Schleifmaschinen, Schleifmittel war ein ganz großer Posten und so weiter. Bin dann zu Festool gegangen, habe dort diese Kundengruppe betreut und wir haben dann irgendwann eine Kooperation mit einem anderen Unternehmen gehabt. Und die erste Entscheidung war in dieser Kooperation dann, ja, das andere Unternehmen produziert auch Schleifmittel, also die brauchen doch unser Schleifmittel jetzt nicht auch noch. Und dann haben wir unser Schleifmittel Titan eingestellt. Dieses Titanpapier war speziell nur für die Gruppe Automotive, haben wir weggenommen. Jetzt, ein paar Jahre später, hat man sich getrennt voneinander, wie das manchmal so ist. Das eine oder andere passte nicht mehr für den und für jeden. Und jetzt sind wir raus aus dem Markt. Also uns gibt es da nicht mal mehr. Und das ist sicherlich eine super riskante Entscheidung damals gewesen. Ob die jetzt richtig oder falsch war, heute will ich jetzt gar nicht bewerten, aber das war schon eine große Entscheidung. Weil du natürlich auch, wenn du Automotive nicht mehr im Programm hast, in der Kundengruppe, verlierst du einen ganz großen Posten Schleifmittel. Und wenn du einen ganz großen Posten Schleifmittel nicht mehr hast, musst du halt gucken, wie deine Kosten in der Herstellung bleiben. Ne? So, Ja, zum Glück haben wir das alles halten können. Aber ja, diese Schleifmittel hätte ich schon ganz gerne heute. Ja. Das ist ein Verbrauchsgut, was du immer und immer wieder nachkaufen musst, ja, wenn genau, das weg ist. Genau, richtig so. Und deswegen, wir stecken da jetzt gerade viel Energie rein, uns dort wieder weiterzuentwickeln. Also nicht im Bereich Autolackierer, weil da sind wir tatsächlich raus. Aber für die bestehenden Kunden, wie können wir uns da weiterentwickeln, gerade auch im Sektor Schleifen. Wir haben jetzt mit dem Granat Profile zum Jahresbeginn was ganz Neues rausgebracht, was es noch gar nicht auf dem Markt gibt. Und da suchen wir gerade so einerseits nach Nischen, wo ist was, woran noch keiner vielleicht gedacht hat, wo wir uns wieder abheben können und wo der Kunde vielleicht an den Kleinigkeiten wieder sagt, unser Zielkunde, ja, das Festool. Also die haben da einen Tick mehr gedacht. So, warum hat da nicht vor jemand dran gesagt? Und manchmal sind es die Kleinigkeiten. Und auf der anderen Seite, dass wir eben das ganze Portfolio weiterentwickeln wollen. Aber das war eine riskante Entscheidung aus meiner Sicht. Und wir haben eine andere Entscheidung vor, ich würde sagen, rückwirkend 5, 6 Jahren haben wir mal die Entscheidung getroffen. Da hieß es dann Akku first. Also alles voll in Akku. Und die Entscheidung, heute würden wir es auch etwas anders machen. Also Akku ist der Wachstumsmarkt ohne Frage. Aber du brauchst halt nicht immer einen Akku. Das war uns damals auch klar, dass nicht jeder den immer braucht. Aber wir haben es halt vielleicht ein bisschen übertrieben, indem wir zu viel 18 Volt beworben haben, zu viel darüber gesprochen haben und Kunden auch das Gefühl gegeben haben, dass Kabelvarianten gar keinen Sinn mehr machen. Also das war vielleicht ungewollt die Botschaft da drin, dass wir so auf 18 Volt gesetzt haben. Und wir haben das 18 Volt Portfolio, denke ich, jetzt sehr gut ausgebaut inzwischen. Haben da ein gutes Portfolio genau für unsere Zielgruppe. Weit weg von dem, was die Generalisten haben, weil die halt natürlich für alle Zielgruppen abdecken, das müssen wir ja nicht. Aber da haben wir ein falsches Gefühl vermittelt. Und das ist was wir jetzt wieder umgestoßen haben intern, dass wir vor uns also wirklich sagen, wir müssen viel mehr darüber reden, da wo es Sinn macht, natürlich will ich da mit Kabel weiterarbeiten. Natürlich werden wir neue Exzenterschleifer mit Kabel weiterentwickeln. Also natürlich werden wir neue Kabelprodukte rausbringen, aber nicht im Verhältnis 50-50, sondern wahrscheinlich eher bei 10 neuen Produkten sind dann 3 kabelgebundene dabei, aber sind dann wahrscheinlich 7 eher im Akkubereich. Weil wenn du den Markt anguckst, dann siehst du einfach, Kabel wird immer weniger und Akku wird halt exorbitant mehr. Ja, für das Thema Akku First werde ich auch immer angegangen, weil ich sage, ich brauche eigentlich am liebsten gar kein Kabel mehr, das behindert mich immer. Und ich bekomme ganz häufig den Kommentar, Mensch Sebastian, du bist ja kein Professional, du hast keine Ahnung, du brauchst auch ein Kabel. Ja, wenn du halt 4-5 Stunden am Stück mit dem Exzenterschleifer dastehst, dann nehme auch ich ein Kabel, ohne Frage. Ja. Aber wie häufig ist es so, dass du kleine Flächen hast, Ecken, Kanten und so weiter, oder mit dem Bohrhammer möchte ich auch nicht oben an der Wand stehen mit einem Kabel dran. Ja, richtig. Da möchte ich gerne meine 20 Löcher meinetwegen auch, die mache ich halt mit dem Akkugerät. Ja. Und so hat natürlich Kabel immer noch seine Berechtigung. Genau, ohne Frage. Genau. Aber der Trend geht halt dahin und das eben auch bei den Professionals, die nehmen immer mehr Akkugeräte. Ja. Aber interessant, dass du sagst, dass es ja dass auch eine umstrittene Entscheidung war und wo ihr heute sagt, hätte man vielleicht anders justieren können. Ja, weil für jedes Unternehmen ist das ja auch ein ganz entscheidender Schritt zu sagen, wir gehen weg vom
vom Kabel, wo du den Anker und alles selber produzieren kannst, also da liegt ja die ganze Technik zu 100% bei uns, hin zu Akku, wo du sehr viel mehr Teile zukaufen musst. Ja. So einfach, weil du gewisse Teile eben, da bist du eben gezwungen, die in Asien herzukaufen. Unabhängig davon, dass du das hier baust und hier entwickelst und so weiter. Aber du musst zukaufen. Und wenn du zukaufst, bedeutet das natürlich immer einerseits ein Kompetenzverlust, ist es schon mal, weil du die Teile dazu kaufen musst, nicht selber entwickelst. Und das Zweite an der Geschichte, du verdienst natürlich dann auch weniger Geld, wenn du so viele Teile zukaufen musst. Und das haben wir auch bei der Automobilindustrie heute. Ne? Die reden ja auch davon, dass sie am Elektroauto viel weniger verdienen als am Verbrenner, den sie komplett hier selbst entwickeln können. Und das gleiche Dilemma, das haben dann eben auch alle Elektrowerkzeughersteller und alle anderen, die auf Akku setzen. Du musst dich daran gewöhnen, dass du mit einer anderen Marge halt klarkommen musst. So. Und die Lösung ist nicht, die Preise hochzusetzen. Das akzeptiert ein Kunde nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Also musst du dann andere Lösungen dann dafür finden, wie du dann trotzdem dich neu aufstellst oder richtig aufstellst. Du hast gerade schon Entwicklung oder die kurze Entwicklung angesprochen. Wie viel deutsche Ingenieurskunst steckt eigentlich noch in Festool? Sehr, 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 sehr viel. Also tatsächlich, wir dürfen nicht sagen Made in Germany, weil wir einfach einen gewissen Anteil dann auch von woanders holen oder auch woanders bauen. Aber wenn man genau reinschaut bei uns auf die Produkte, werden 80% der Produkte alle noch in Deutschland gebaut. Und diese anderen 20%, die nicht in Deutschland gefertigt werden, die werden zum Teil im anderen Werk in Česká Lípa gefertigt. Česká Lípa ist ein Werk in Tschechien, Nähe Prag. Wir haben in den 90er Jahren haben wir dort eine Investition getätigt, haben daraus die Marke ProTool aufgebaut, haben ProTool erst günstig gehabt, haben dann das entwickeln wollen, auch zu hoher Qualität, was es am Ende dann auch war. Nur irgendwann hat es keinen Sinn gemacht, die gleiche Stichsäge zu haben mit 2 verschiedenen Markenaufklebern drauf. Und da haben dann alles zusammengeführt, aber dieses Werk steht da ja noch genauso. Und wenn man in dem Werk selber drin steht und man würde jetzt dahin gebeamt werden, du stehst im leeren Raum und wir sagen, ich beam dich jetzt in unser Werk und du sagst hinterher, stehst du in Wendling, Neidlingen, stehst du in Weilheim oder stehst du in Česká Lípa und du wachst in einer dieser Hallen auf, wüsstest du nicht, wo du bist, weil die von innen die gleichen Maschinen haben etc. pp, gleichen Standards haben. Also das ist wirklich kein Unterschied. Aber wir haben halt damals auch gesagt, wir haben die Verantwortung für dieses Werk. Da sind die Menschen, wir sind eine immer noch inhabergeführte Familie und deswegen ist diese Verantwortung für die Mitarbeiter, was sehr, sehr groß geschrieben wird bei uns. Und haben gesagt, so wie können wir das weiterhin nutzen? Und haben deswegen Maschinen, die sich nicht ganz so oft umschlagen. Also wenn wir eine Maschine mit hoher Umschlaghäufigkeit haben, dann wollen wir die hier in der Nähe haben, aber das, die wir vielleicht ganz so oft verkaufen oder wo mehr Handarbeit noch dran ist, das wird dann da gefertigt und kommt von da. Und ja, ich kann es auch so kritisch natürlich ansprechen. Wir fertigen inzwischen auch 3 oder 4 Maschinen jetzt in China. Einfach weil wir vom Preis her bei manchen Maschinen sonst den Preispunkt nicht treffen. Und wir werden dann raus. Also es geht dann darum, wenn man jetzt auf die neue Stichsäge guckt, die wir rausgebracht haben Anfang des Jahres, die ist zu einem Preis jetzt auf den Markt gekommen, wo unsere Kunden alle überrascht sind, wie Festool zu dem Preis das geht. Wenn du das Gerät dann anguckst, die Maschine ist einfach gehalten, die Maschine ist auf die Basics reduziert, aber auf die Maschine kriegst du die vollen Leistungen, Serviceleistungen, wie auf jedes andere Produkt von uns. Das heißt, in der Qualität hat sie das gleiche Level. Und das ist das, wo ich beim Kunden manchmal dann erstaunt bin, dass der dann halt sagt, ja, in China, ich meine, das iPhone, jedes iPhone ist designed in Kalifornien, steht drauf, ne, aber die werden halt woanders gefertigt. Und China kann heute von ganz günstig und ganz einfach und wirklich Elektroschrott bis hin zu High Quality alles bauen, wenn du denen die Vorgaben entsprechend machst. Und dieses ganze Engineering dafür, und das ist jetzt das, was ich sagen will, das findet bei uns statt. Also das heißt, wir vergeben diesen Auftrag, produziere die bitte für uns, diese Komponenten und das in der Form. Aber das ganze Engineering, alles, was damit zusammenhängt, die ganze Qualitätssicherung, alles das ist bei uns in Wendling, auch für diese wenigen Geräte, die wir auf dem Weg dann eben herstellen. So. Und wir hätten mit unseren Mitteln in Deutschland für den Preis niemals so ein tolles Produkt auf den Markt bringen können. Aber ist dann eine deutsche Produktion langfristig noch haltbar? Ja, also auf alle Fälle ist es das. Weil wir ja nicht sagen, wir wollen vom Preispunkt her jetzt einfach nur günstig werden, sondern unsere DNA ist hier, unsere DNA ist das Ländle. Ne, so, das ist einfach so. Da wollen wir nicht raus, da können wir nicht raus. Wir sind jetzt im 101. Jahr der Tradition des Unternehmens. Die 4. Generation ist mittlerweile involviert in unser Unternehmen. Und auch so, wenn ich in der Firma bin, die Firma ist immer noch so eigentlich wie Familie. Also wir sind größer und größer und größer geworden. Aber jeder grüßt jeden, jeder duzt jeden, wenn er das denn gerne möchte. Und ich kann mich genauso mit der Familie unterhalten, wie mit dem Vorstand unterhalten, immer auf Augenhöhe.
Da wird jeder gegrüßt und das ist halt dieses im Unternehmen. Das ist nicht so, du bist keine Nummer in diesem Unternehmen und wenn du eine Nummer bist und der Geldgeber wird woanders setzen, dann würde ich mir echt Sorgen machen. Mache ich aber nicht, weil das wirklich ein reines Familienunternehmen ist und diese Werte halt einfach so hoch gehalten werden. Und das ist eben der Inhaberfamilie extremst wichtig, dass wir unsere Wurzeln hier haben und die auch hier behalten. Also wenn wir sagen, wir fertigen mal was woanders, dann, weil das wirtschaftlich einfach nicht anders machbar ist. Aber das ist nicht das Ziel. Definitiv nicht. Mein ganz anderes Thema. Was glaubst du, ist die Ursache dafür, dass ihr Festool Hardcore-Ultra-Fans habt? Wenn ich mir andere Marken angucke, gibt es auch Fans und so weiter. Aber bei euch habe ich immer das Gefühl, vielleicht ist auch nur mein Gefühl, dass eure Fans am liebsten alle Fanprodukte kaufen, alles da haben und die Marke extrem hochhalten. Warum ist das so? Ich glaube, das hängt stark zusammen mit dieser Identifizierung mit der Maschine tatsächlich. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn du die Maschinen halt mal so anguckst, das ist ja schon eine Maschine, wo man sagen kann, wenn das Ding läuft, ich liebe es damit zu arbeiten. Die funktioniert halt einfach. Und die ist vom Design her schön. Also von meinem Empfinden sind die Maschinen schön designt. Ich weiß, die hält theoretisch ewig. Wir sprechen ja von Leuten, die diese Identifizierung haben, häufig von sehr gehobenen Hobbyhandwerkern. Das ist ja gar nicht mal unbedingt, also der Tischler wächst häufig auf mit unserer Maschine, das ist in seiner DNA drin. Aber diese richtigen Fans, die sich das tätowieren lassen und so, das sind ja häufig welche, die mit der Maschine vielleicht auch am liebsten dann unterm Kopfkissen einschlafen würden. Und das kriegst du ja nur dann zusammen hin, wenn du dich völlig für irgendwas begeistert und so was einlässt. So wie manche sagen, der Vergleich hinkt, aber auch bei Apple, wenn du halt da reinguckst, gibt es ja Leute, da können bessere Produkte von jemand anderes rauskommen, die würden das Ding nie aus der Hand geben, weil sie einfach dieses Design lieben, wenn sie es anschauen. Und das haben wir auch dabei. Und dann ist es sicherlich so, dass ich behaupten würde, wir haben auch einen super guten Service. Und diejenigen, die da mal in Kontakt gekommen sind bei uns, die merken dann auch, dass du auch als Kunde keine Nummer bei uns bist, sondern wir wollen gerne auch jedes Problem, das ein Kunde hat, wirklich in seinem Sinne lösen. Und ihm das Gefühl geben, du hast viel Geld investiert in unsere Marke, das wissen wir zu schätzen. Wir lassen dich jetzt nicht im Regen stehen, wenn du ein Problem hast und wir helfen dir. Und wer das Erlebnis dann mal hatte, der sagt dann auch, okay, guck mal, da wird mir auch noch geholfen. Also ja, also ich glaube, damit hängt ganz, ganz viel zusammen. Und wir haben auch manche Fans, die lieben einfach die Technik da drin. Und das ist echt crazy. Wir haben einen Ingenieur in Wolfsburg, der kauft jede neue Maschine. Und das Spannende ist, der packt die nicht aus und arbeitet damals erst, der packt die aus und nimmt die auseinander. Weil der sich einfach als Ingenieur für die Technik so interessiert. Und dem sagen wir, du weißt schon, dass die Garantie dann weg ist. Ja, ist mir egal. Ich arbeite damit ja gar nicht so viel, war dann die Antwort. Und der schraubt die hinterher wieder zusammen und hängt die bei sich auf. Der hat einen mega geilen Keller mit Werkzeugen. Das ist ein Hammer, wenn man das sieht. Und wenn man dann darüber spricht, was machst du denn mit den Maschinen? Dann sagt er, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann nehme ich das Kaminholz und schneide das halt mit der Capex. Wenn ich ganz viel Zeit habe, dann nehme ich eine Kantenfräse und dann bekannte ich das nochmal kurz, bevor es dann im Ofen verschwindet. Also einfach nur, der hat eigentlich nichts, was er damit machen kann, aber einfach nur, damit das Gefühl hat, die Maschine läuft und weil er einfach diese Technik da drin so mega findet. Und ich glaube, das ist, was viele daran begeistert. Einfach diese Technik und es funktioniert. Ich glaube, viele unterschätzen auch, wie viel Ingenieurskunst in so einer Maschine drinsteckt. Also dass es langfristig hält. Das sind teilweise ganz kleine Mechaniken, Mini-Radien, die schon ganz viel ausmachen oder aus welchem Kunststoff ist welches Teil. Und Kunststoff ist bei weitem nicht gleich Kunststoff, was viele, glaube ich, unterschätzen. Und ich kann mir das vorstellen. Also das ist ja, wenn man so eine Maschine auch aufmacht, das ist schon teilweise ein kleines Kunstwerk, was man da vor sich hat. Ja, genau. Und es ist ja manchmal so, dass du von einer Maschine vielleicht auch stehst und denkst, naja, ein Akkuschrauber ist halt ein Akkuschrauber. Aber wenn du auf den Auslöser quasi drückst und die Maschine läuft halt an und du lässt wieder los, dann läuft die eine halt nach und die andere steht sofort. So, und dann sortierst du da schon mal eine ganze Menge aus, wo du sagst, irgendwie muss da ja doch ein Unterschied sein. Und alleine dieses zu ingenieren, das kostet halt Zeit, kostet halt Entwicklungskappa und kostet am Ende des Tages Geld und natürlich bezahlst du das dann wieder mit. Aber darauf legen manche halt Wert. Und wenn du nimmst mal irgendeine wahnsinnig lange Schraube und lässt dann einfach nur laufen. Und dann siehst du halt, wie die Schraube bei dem einen eiert am Ende der Spitze und bei dem anderen siehst du, wie gar nichts eiert, wie die einfach auf der Stelle dreht. Und das ist auch das, wo du als Privater vielleicht sagst, brauche ich gar nicht. Aber die Leute, die dann wirklich zum Fan werden, die lieben genau das, dass sie sehen, der Rundlauf ist extremst ruhig. Und auch das wieder so hinzuentwickeln, dafür brauchst du wieder ewig lange.
Das sind so die letzten 5%, wo der eine vielleicht sagt, naja, ich habe mal gelernt, bei 90% soll ich aufhören, weil alles, was ich darüber investiere, einfach exorbitant viel Zeit und Kappas frisst. Absolut. Und diese Kappas investieren wir aber. Ich habe heute Morgen eine Frage bekommen. Und die fand ich, eine Aufforderung sogar. Und zwar, Sebastian, bitte frag Torgen die Domino-Frage. Und zwar, die Domino ist ja nun ein legendäres Produkt, muss man ganz klar sagen. Und ist auch ein wirklich sehr, sehr gutes Produkt. Ja, ich arbeite mit der Domino selbst häufig und sehr gerne. Wenn ich mich aber richtig erinnere, und das war auch die Frage von demjenigen, ist der Patentschutz ausgelaufen. Das heißt, es werden jetzt Konkurrenten mit der Funktionsweise, sage ich jetzt mal, auf den Markt kommen. Wie siehst du das? Ich sehe das sportlich, wir müssen es akzeptieren. Das heißt ja für uns wieder, wir müssen gucken, dass die nächste Innovation kommt, dass wir es wieder weiterentwickeln. Es geht nicht darum, die anderen Klagen zu überziehen oder so, ist überhaupt nicht unseres, weil wir wissen das ja. Und natürlich sind wir darauf vorbereitet und gucken dann, dass wir die nächste Entwicklungsstufe dann zünden. So wie wir das zuletzt auch immer getan haben, wenn mal ein Patent ausgelaufen ist. Habt ihr schon was in der Tasche? Nicht jetzt kurzfristig. Also nicht, dass ich jetzt heute drüber sprechen könnte. Wir haben die Domino ja gerade auch weiterentwickelt ein Stück weit. Ja. So dass das ist da schon passiert. Aber nee, über anderes kann ich immer noch nicht sprechen. Okay. Wir sind ja hier jetzt gerade auf Social Media, in YouTube oder in irgendeinem Podcast-Player. Früher war es so, dass Festool Dinge entwickelt und hat dann in den Markt reinfragen müssen und hat von irgendwo auch mal Kundenumfragenresonanz bekommen. Heute haben wir YouTube mit 1000 Kommentaren drunter. Wir haben Social Media, wo jeder seinen Senf dann abgeben kann. Wie stark beeinflusst YouTube, Social Media und die ganze Resonanz eigentlich Festool und die Strategie von Festool? Beeinflusst auf alle Fälle die Strategie von uns, ja, also mehr und mehr. Aber ist nicht der Haupttreiber. Der Haupttreiber ist tatsächlich immer noch der Testkunde, von denen wir eben eine ganze Menge haben, zu denen wir regelmäßig fahren und wo wir zu Beginn der Entwicklung schon sehr früh hinfahren und erfragen, was sind seine Bedürfnisse, weil den siehst du halt, da bist du in der Werkstatt, du siehst seine Fähigkeiten, du hast ihn kennengelernt über einen langen Zeitraum, kannst seine Meinung auch einschätzen und das ist das Schwierige natürlich bei YouTube und Co., die Kommentare, wer ist das? Weil das ist ja erstmal anonym und da weißt du halt nicht, ist das jetzt jemand, der aus eigener Erfahrung spricht? Ist es jemand, der das aufgeschnappt hat? Oder wo kommt die Meinung her? Das heißt, dass die YouTube-Meinung oder die Online-Meinung eine ist, die dann eher reinfließt in das laufende Geschäft. Und wenn wir dann als bestes Beispiel hatten wir ja schon die CSC50, das Thema gehabt haben, warum gibt es den nicht mit Kabel und so weiter. Da war für uns natürlich das Feedback, das dann gekommen ist online, wahnsinnig wichtig, weil du dann schwarz auf weiß eben auch siehst, wie viele Leute wünschen sich diese Maschine mit Kabel. Und das sorgt dann schon dafür, dass du intern das Thema zumindest nochmal neu anfassen kannst und dann sagen, guck mal, da scheint ja doch ein ganz anderer Bedarf zu sein, als der davor vielleicht eingeschätzt worden ist. Was können wir in der Richtung noch verändern? Oder haben wir eine Chance, dass wir vielleicht die Maschine jetzt mit Kabel doch noch rausbringen können? Oder wenn wir darauf aufbauend eine ähnliche Maschine entwickeln, vielleicht mit einem größeren Sägeblattdurchmesser oder so, vielleicht bringen wir die ja gleich in beiden Varianten raus, weil wir jetzt wissen, es wäre ganz falsch, das nicht von Anfang an gleich mit zu bedenken. Also so, da fließt das dann mit rein. Könnte also theoretisch passieren. Theoretisch kann das passieren. Theoretisch kann viel passieren. Ja, theoretisch kann viel passieren. Okay. Das sind ja auch, aber warte, das muss ich natürlich fragen, sonst werde ich gesteinigt. Das heißt, die CSC SYS 50 kommt noch mit Kabel oder kommt nicht mit Kabel? Nach jetzigem Stand nicht. Okay. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, nachdem wir uns damals schon darüber ausgetauscht haben. Ja, weil du wieder bei Null also es ist wie eine neue Maschine, die du entwickeln müsstest. Und da sagst du natürlich, wenn wir jetzt eine neue Maschine entwickeln würden wir wieder was anders machen. Also wir würden wieder was weiterentwickeln, damit kann es ergo eigentlich nicht die gleiche Maschine sein. Aber das ist ja eine strategische Entscheidung. Mich würde interessieren, was war in den letzten Jahren die größte strategische Fehlentscheidung, die ihr getätigt habt? Die größte strategische Fehlentscheidung? Boah, das ist jetzt aber echt eine schwierige Frage. Weil ich versuche gerade so alles abzudecken, jetzt so spontan im Kopf. Ja, das, was mir so schnell einfällt, war dann sicherlich die Entscheidung gegen Messen. Also wir haben eine Zeit lang gehabt, 5 Jahre lang, wo wir nicht auf den großen Messen waren. Und das war eine strategische Fehlentscheidung, definitiv. Und das hing damals damit zusammen, Corona, Thema Kosten sparen und. Und wenn du dann halt schaust, wir gehen auf 2 oder 3 Messen im Jahr in der Regel, auf die großen, das ist dann die Dach und Holz, die Bau, das ist die Ligna und das ist die Holzhandwerk. Das sind für uns die
die wichtigsten Messen, weil da halt genau unsere Zielkunden sind. Ja. Und wir irgendwann mal entschieden haben, wir wollen nicht mehr auf Händlermessen gehen, also wie eine Eisenbahnmesse, das ist eine gute Messe, aber wir wollen halt eine Messe haben, wo genau unsere Kunden sind. Und die sind genau bei diesen Messen. Mhm. Und wir haben damals dann aber überlegen müssen, wollen wir diese Millionen, die das kostet, auf 2 Messen zu gehen, das ist eine ungeheuer hohe Zahl, aber Absolut. wenn du da halt mit 50 Leuten halt bist, musst die ganzen Übernachtungen zahlen, die Kosten für Hotels sind wirklich explodiert nahezu. Gerade wenn du Messe hast, zahlst du den 4-fachen Preis vom normalen, das ist Wahnsinn. Und auch der Messestand und Co., alles nicht günstig. Mhm. Und dann sind wir halt irgendwann in die Überlegung gekommen, wo müssen wir halt ansetzen in der Corona-Zeit. Und dann haben wir das bei den Messen gehabt, dass dann wir von den Messebetreibern die Info bekommen haben, ja, ihr könnt auf die Messe kommen, Kosten sind auch alle die gleichen, aber ihr dürft auf euren Messestand nur 30 Kunden mal gleichzeitig lassen, wegen dem Sicherheitsabstand Corona. Mhm. Hat irgendjemand Feueralarm ausgelöst? Kannst du mal gucken, ob wir wirklich weglaufen müssen? Ja, genau. Nur 30 Leute auf dem Stand ist natürlich unrealistisch. Ja, Und eine Sache ist mir aufgefallen auf der Holzhandwerk 2024, glaube ich, wart ihr nicht da. Da wart ihr, glaube ich, sogar bei uns auf dem Stand. Ja, genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und ganz viele Leute haben gefragt, wo ist denn Festool? Ja, richtig. Und dieses Jahr war ich auf der Bau, da haben wir uns auch, glaube ich, getroffen. Ja? Und wenn man sich euren Stand da angeschaut hat, ihr wurdet ja quasi überrannt. Ja? Also man sieht halt auch, wie beliebt das ist, wie viele Leute sich da auch vor Ort erkundigen, sich das anschauen. Das ist ja jetzt keine Sache, wo mal 5 Leute vorbeischauen. Nee, genau. Das ist schon echt viel. Richtig. Und das sind aber so Diskussionen, die haben ja viele Unternehmen, wenn du über den Punkt Kosten halt sprechen musst. Und dann ist das sicherlich auch ein Thema immer zwischen Vertrieb, Marketing, Geschäftsführung, wer hat da welche Meinung. Ich bin seit jeher ein Messefan gewesen, immer schon, weil du einfach, finde ich, nirgendwo einen besseren Kontakt kriegst. Wenn du was falsch gemacht hast vorher, dann kriegst du es den ganzen Tag um die Ohren. Und das finde ich halt so entscheidend, so wichtig. Und es nützt ja nicht zu sagen, ich lebe in meiner eigenen Bubble und ich will keinen Kontakt und ich entwickle mal munter weiter und irgendwann ist die Firma pleite, weil du entwickelst halt vorbei am Kunden. Du brauchst dieses Feedback und da geht es gar nicht darum, dass wir bestätigt haben wollen, dass wir die Tollsten sind oder sowas, sondern es hilft uns viel mehr, wenn gerade da die kritischen Worte fallen und wenn Leute gerade da rumgehen, auch zum Wettbewerb wiederkommen und sagen, die machen das aber gerade besser als ihr. Was habt ihr denn da? Das stößt ja bei uns auch wieder viel an. So deswegen, ich finde Messen mega wichtig. Aber lass uns da mal ansetzen. Feedback. Ihr bekommt ja Feedback auf Messen, hatte ich ja eben schon gesagt, auf Social Media, YouTube und so weiter und so fort. Was ist momentan das unangenehmste Feedback, was ihr habt? Unangenehmste Feedback, das wir momentan haben. Das kann ich jetzt bezogen auf die Produkte ist es dann heute das Thema tatsächlich Lieferzeiten, was wir im Moment haben. Ja, das ist ein unangenehmes Thema gerade, weil wir intern gerade die Umstellung haben auf S4 HANA, also das heißt im SAP mussten wir uns halt irgendwann mal entscheiden. Wir haben die Vorgängerversion lange Zeit gehabt, haben da aber keine Unterstützung mehr von SAP bekommen, sondern da heißt es jetzt halt so, du brauchst jetzt Sicherheitsupdates und wir können euch nicht mehr weiterhelfen. Und da mussten wir investieren, haben das 2-3 Jahre lang vorbereitet. Es kostet eine nette zweistellige Millionensumme, sehr, sehr hoch tatsächlich. Und wir müssen umstellen. Und wir haben am 28.11. letzten Jahres unseren Händlern gesagt, ab jetzt nehmen wir keine Aufträge mehr an. Das heißt, die Händler mussten sich bevorraten und mussten raten, was sie verkaufen wollen in der Zeit, wo wir nicht liefern können, weil wir tatsächlich bis zum 2. Januar alles zugemacht haben. Einfach in dieser Umstellung. Und das ist natürlich für unsere Händler wahnsinnig schwierig. Und das war dann halt der Punkt irgendwann da, dass dann der Kunde beim Händler bestellen wollte. Der Händler gesagt hat, ich habe die Ware nicht mehr, ich muss bei Festool bestellen. Ich bestelle die mal da, aber ich kann nicht sagen, wann die kommt. Und dann hat der Kunde eine Zeit lang eine Geduld und sagt, okay, naja, wird halt 14 Tage dauern oder so. Und der Händler spricht uns an und sagt, wie lange braucht ihr denn? Also ab wann läuft es wieder normal? So, und da kommt jetzt die große Blackbox, weil du weißt nie, wie die Systeme ineinander greifen, wie das alles funktioniert. Und wir sind damit mit der Umstellung immer noch nicht durch. Also wir sind jetzt im Mai, wo wir miteinander sprechen. Wir sind immer noch nicht durch. Wir sind jetzt bei einer Lieferzeit an unsere Händler von 5 bis 9 Tagen im Durchschnitt. Wir haben aber auch noch alte Aufträge im System aus dem Januar, wo gerade keiner weiß, dass der Auftrag im System ist. Weil mal so einfaches Beispiel, Händler bestellt, das System reiht den ein bei uns, Lieferschein wird gezogen. Und der Lieferschein, der wird gezogen, weil das System sagt, da ist Ware da.
Das Dumme ist, wir haben ein Ersatzlager im Schwarzwald, wo immer, wenn wir produzieren und wir kriegen das bei uns nicht mehr unter, dann lagern wir es da erstmal zwischen. Das System kann noch nicht unterscheiden, wo ist die Ware, in welchem dieser Läger. Hm. Dann geht er bei uns los und sucht die Ware und findet sie aber nicht. Und dann gibt er den Lieferschein irgendwann wieder irgendwo hin zurück. Und dann kann es halt sein, dass der irgendwann irgendwo hängen bleibt, weil keiner mehr weiß, dass da ein Lieferschein gezogen wurde. Unangenehm. Wir sagen dem Händler, du, der Lieferschein ist gezogen, die Ware kommt und mussten dann lernen, nee, die kommt aber nicht immer, wenn der Lieferschein gezogen wird. Und dieser Moment halt zu sagen, die ist jetzt rausgegangen, die kann nicht mal unser Innendienst sagen. Und das ist natürlich gerade absolut tödlich, wenn ein Kunde an uns sagt, wann kommt denn jetzt meine Planex? Und unser Innendienst dann sagt, ich möchte es dir gerne sagen, ich kann es aber nicht. Und das kann kein Endkunde glauben, aber es ist tatsächlich leider so. Und das ist im Moment gerade der unangenehmste Teil Beschwerden, den wir haben, der berechtigt ist. Der berechtigt ist seitens der Händler, berechtigt ist seitens der Endkunden, berechtigt ist seitens der eigenen Leute, weil auch bei uns natürlich das so keiner richtig verstehen kann. Und es wird besser und besser. Wir sind jetzt über den Berg. Ja, das auf alle Fälle. Wir haben jetzt eine Auslieferquote gerade so von 90% ungefähr der Aufträge aus diesem Jahr, die auch beliefert worden sind. Aber eben dieses nicht sagen zu können, wann kommt das denn jetzt, ist gerade extrem schwer. Und ich hoffe jetzt, dass wir damit im Juni dann mal durch sind. So. Das ist auf jeden Fall in der heutigen Zeit, wo man eigentlich sagt, Mensch, heute bestellt, morgen muss da sein, und dann über sehr langen Zeitraum zu warten, da muss man schon Fan sein. Ja, da muss man wirklich Fan sein. Und wir könnten jetzt ja einfach so sagen, naja, also der Kunde kriegt ja die Ware immer irgendwo her, weil irgendjemand hat die ja. Also gerade da wieder Transparenz, Internet, wenn du da reinguckst, natürlich kriegst du die immer irgendwo. Also die Rotex hat immer irgendjemand. Aber es ist ja nicht das Ziel von uns, den Kunden erstmal daran zu verärgern, dass man bei Händler 1 lange wartet, dann kriegt er keine Aussagen, dann kauft er irgendwo anders. Der Händler ist sauer, weil er hat einen Kunden, der abgewandert ist und. Der Kunde gibt diesem Händler eine negative Bewertung, weil der Händler ist schuld, augenscheinlich im ersten Moment. Also das ist gerade echt viel, was wir verlangen an der Stelle von unseren Händlern und Kunden und viel mehr verlangen als das, was wir eigentlich uns vorgestellt hatten vorher. Und ich sag mal so, wir haben vorhin drüber gesprochen, wir sind umgezogen. Ich habe neue Türen bestellt bei einem deutschen Hersteller. Und dieser Hersteller produziert in Erfurt. Und der hat gerade eine Systemumstellung, spannenderweise, auf S4 HANA. Ich habe gebraucht insgesamt, ich glaube, 2,5 Monate, bis ich meine Tür mit Lichtausschnitt fürs Wohnzimmer bekommen habe. Die wurde produziert, aber er konnte zwischendurch nicht mehr sagen, wo sie ist und hat sie dann nochmal neu produzieren müssen, irgendwann auf Drängeln. Und da habe ich so dann irgendwann gesagt, guck mal, ich kann jetzt zumindest mal nachfühlen, wie das ist. Und ich kann es vor allen Dingen viel mehr glauben, weil auch mir wird es ja von den Kollegen erzählt, woran es denn liegt. Und ich stehe auch mal da und denke, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich habe es dann gemerkt, wie es tatsächlich mir als Kunde ging bei jemandem, der diese Umstellung hat. Und jeder, der die noch vor der Brust hat, viel Spaß. Also deswegen, wir mussten es tun, wir kamen nicht drum rum. Manchmal musste einen Schritt zurückgehen, um wieder 2 nach vorne zu machen. So fühlt sich das gerade an, aber ich hoffe, dass das bald endet und wir bald wieder nach vorne gucken können. Das ist tatsächlich mein größter Teil Beschwerden. Kaum zu glauben bei so einem Weltkonzern wie SAP, dass es nicht so reibungslos läuft, wie es läuft. Ja, genau. Uns bindet natürlich Mitarbeiter ohne Ende tatsächlich. Das ist echt schwierig. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben vorhin über Fans gesprochen, dass die Geräte dass Leute die Geräte sehr gern mögen. Und ihr entwickelt die Geräte ja selber. Was war die emotionalste Produktentwicklung in den letzten Jahren? Ich habe lange über die Frage nachgedacht, weil ich glaube, ich rede ja viel mit Entwicklern. Und es gibt Entwickler, die sagen, ja, guck mal hier, neues Gerät. Und dann gibt es Entwickler, die sagen, boah, Alter, guck dir dieses Gerät an. Ja? Wo du merkst, da schwingen ganz, ganz viele Emotionen mit. Gab es sowas bei euch, wo ihr gemerkt habt, wo das ganze Team, vielleicht das ganze Haus mitgefiebert hat mit einem Produkt? Also letztlich war es die CSC 50, ja. Okay. Das war tatsächlich schon eine Maschine, wo auch intern in der Vorstellung der Maschine, also ein Aufwand betrieben worden ist, der war wirklich mega. Als man uns im Außendienst zum allerersten Mal diese Maschine intern vorgestellt hat und den Vorhang quasi gelüftet hat, war das wirklich so. Da war ein Vorhang, dahinter stand was. Und dahinter stand aber dann nicht nur die neue Maschine als Prototyp, sondern auch die Muster von der allerersten Entwicklung. Und wenn du wirklich mal siehst, und das sehen wir als Vertriebler ja auch nicht alle Tage, wie der Ingenieur mal angefangen hat, diesen ersten Rohentwurf zu bauen, wo du dann wirklich Spanplatten siehst, die einfach aneinander geklebt sind, einfach nur erstmal genau die Größe. Und dann hat er so die Story erklärt, welche Herausforderungen hatte der bei der Entwicklung, wie kriege ich das da rein, wenn ich das Problem gelöst habe, habe ich das Problem gehabt und. Das war deswegen tatsächlich mega emotional und jedem war klar, als er es gesehen hat, das Produkt,
dass das für uns auch ein Meilenstein ist, weil eben diese Digitalisierung da drin so ein großer Schritt war zu der CSC 50, die wir vorher halt gehabt haben. Ne? Und ich, Torgen Jüttner, habe dann so für mich gedacht, ja, schön, dass ich 2009 die CSC 50 privat gekauft habe. Jetzt ist klar, dass ich weg muss. Und, so ging es dann vielen Kollegen, die alle für sich gesagt haben, die ist halt so, also so handlich, so transportabel, die erfüllt so viele Punkte, so gesagt haben, wow. Also schon, also die waren ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, weil du das auch sehr schnell greifen konntest, was dahinter steckt. Bei der Domino zum Beispiel, als die damals rauskamen, da guckten alle erstmal hin und haben gesagt, kann man das jetzt vergleichen mit dem Wettbewerb da ist oder nicht? Und wir als Vertrieb haben gar keine Erfahrung mit so einem Gerät gehabt, weil wir nichts Vergleichbares vorhatten. Und dann war die Einstufung eben erstmal schwierig im allerersten Moment. Ja. Wie gut wird die wirklich angenommen? Ist das eine, die schnell im Markt landen wird? Ist das eine, die einen ganz langen Anlauf braucht? Bei der CSC 50 konnte jeder sofort sagen, das ist es und die wird einschlagen. So. Und das war dann letztlich auch so. Und sie ist eingeschlagen? Sie ist eingeschlagen, bis heute immer noch. Ja. Sie läuft also immer noch wirklich viel verrückt. Muss man wirklich so sagen. Es ist eigentlich der Topseller bei uns. Interessant. Weil es ja auch wirklich eine preisintensive, ich will nicht das Wort nutzen, Maschine, die kostet ja schon ein paar Euro. Ja. Und nur Akkubetrieben, nur ein Gänsefüßchen. Ja, richtig. Ich kenne persönlich jemanden, der hat 2. Ach, okay. Privatmann. Ja, okay. Warum 2? Ja, warum 2? Naja, er hat ein Wochenendhaus. Ja. Okay. Und er möchte ab und zu mal werken, und der möchte ihn nicht mitnehmen. Das ist so viel Geld. Aber er hat die so lieb gewonnen, dass er wirklich sagt, nee, ich möchte die auch noch ein zweites Mal haben. Ja. Verrückt, oder? Ja, ist wirklich verrückt. Und gehört zu den vielen Menschen, die sie stationär betreiben. Ja. Der sich auch halt ein Kabel gewünscht hätte. Ja. Und sagt, dann ist halt so. Ja. Aber sie ist so einmalig in der Benutzung, dass man und auch in der Präzision, dass man da schon sagt, Mensch, was gibt es da schon groß Vergleichbares? Gerade in der Größe ja gar nichts. Nein, genau, richtig. Und für mich, also mal jetzt wieder, mich als Privatperson war es halt für mich immer ein Ärgernis, die CSC 50, die Füße zusammenzuklappen und die dann über die Kellertreppe dann nach oben zu tragen. Wir haben eine 70er Tür auch nur gehabt. So, und da dann durchzukommen, das war dann immer schon so ein Ding, wo das eben viel einfacher war mit der jetzt im Systener. Und ich bei mir zu Hause halt so diese klassischen Arbeiten im Garten dann immer mal wieder habe, wo ich sie auch draußen brauche. Deswegen rein aus Privatperson für mich, ich will da gar kein Kabel haben. Bei der CST musste ich dann wieder Verlängerungskabel rausholen und so weiter. Wenn ich dieses Wochenende halt meinen Kaminholzunterschlag weiterbauen werde, dann nehme ich die einfach mit raus und die läuft so. Aber natürlich, ich bin in einer anderen Position, logisch. Also ich will mich nicht vergleichen mit jemandem, der das Geld erstmal ganz anders investieren muss an der Stelle. Ja. Wir haben vorhin, ich muss jetzt mal einen Break machen, wieder zu vorhin zurückkommen und den Markt würde ich gerne mal zurückschauen. Gibt es irgendeine Marktveränderung, die du aktuell siehst? Also wenn wir den Gesamtmarkt uns angucken, wo du sagst, das ist krass, das könnte Festool im weitesten Sinne gefährlich werden? Na, die Gesamtmarktentwicklung oder das, was sich eben so stark verändert, ist genau das Thema von Kabel zu Akku, über das wir schon gesprochen haben. Das ist eigentlich der ganz, ganz, ganz große Trend. Und aus diesem Trend heraus, der dann nochmal abgekoppelt, dass man weggeht von Set-Varianten, wo alles drin ist, hin zu Bare-Tools, also die nackte Maschine einfach, dass das der Trend Nummer 1 ist, dass der Kunde die nackte Akkumaschine haben will, ohne Akkupacks und sein Sortiment darüber dann erweitern kann. Deswegen ändern wir ja gerade oder haben gerade unser Sortiment auch geändert und bringen eben auch nur noch Maschinen so raus, dass wir sagen, 18-Volt-Geräte immer im Systener, aber nur das nackte Gerät, weil du dann auch einen ganz anderen Preispunkt dann bist. Das ist schon der größte Markttrend, den ich im Moment sehen würde tatsächlich. War es ein Fehler, nicht in eine Akku-Allianz zu gehen? Du hast jetzt schon viel über Akku gesprochen. Es gibt ja 2 große Allianzen, vielleicht noch ein paar kleinere. War es ein Fehler, das nicht gemacht zu haben? Nö, aus unserer Sicht überhaupt nicht. Tatsächlich überhaupt nicht. Also einerseits, weil wir eben diese Zielgruppen ja so stringent verfolgen. Und das andere Thema ist, dass wir sind in der Entwicklung halt völlig frei. Wir haben keine Limitierung. Und wir können zum Beispiel entscheiden, so wie jetzt, wir haben die neuen TBX-Akkupacks gerade rausgebracht, den 4er und den 8er. Und wir können halt einfach entscheiden, die Schnittstelle ist 1:1 die gleiche und der Preis ist 1:1 der gleiche. Wir nehmen die andere einfach vom Markt. Und wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, noch ein Akku und wir machen das noch komplexer, das System, sondern wir sind ziemlich klar, glaube ich, in der Auswahl an Akkupacks, die wir anbieten, weil ein wesentlicher Punkt unserer DNA ist ja auch zu sagen, das Beste oder halt nichts. So. Und deswegen sagen wir halt dann, jetzt gibt es nur noch diesen TBX und der andere fällt damit aus dem Sortiment. Also wir sind super frei in den Entscheidungen, die wir treffen können. Das, natürlich aus Kundensicht manchmal wünschenswert, dass der halt sagt, ja, ich würde auch gerne das und das da anschließen. Das verstehen wir total, verstehen wir zu 100%.
Es gibt ja auch Adapter inzwischen, die man dafür kaufen kann. Ja. Du hast selber mal im YouTube-Video eins gehabt und hast gesagt, Finger weg davon. Würden wir auch immer Klar. sagen, immer Finger weg davon. Das tut nicht gut Mhm. und führt auch schon zu Schäden, die wir gesehen haben in der Reparatur. Und das kann echt gefährlich werden, wenn da was passiert. Mhm. Aber nee, für uns aus Entwicklersicht, und das ist für uns eben das Entscheidende, ist das definitiv ein Vorteil, dass wir die Schnittstelle selber bauen und selber haben. Mhm. Draußen, also im Markt oder auch wieder vielleicht Social Media, bei den Kunden, bei den YouTubern, wo auch immer, also überall, wo drüber gesprochen wird ja ganz viel über Werkzeug und bestimmte Technologien und Trends gesprochen. Gibt es irgendeine Technologie oder einen Trend, den du völlig überbewertet findest? Wo viele drüber sprechen und so sich auch drauf werfen, aber wo du sagst, was ein Quatsch. Nee, habe ich tatsächlich im Moment nicht. Könnte ich jetzt nicht sagen. Also natürlich eigentlich spricht jeder von der künstlichen Intelligenz gerade in jedem Bereich. Aber der hat jetzt aus meiner Sicht in der Elektrowerkzeugbranche noch nicht so den Einzug gehalten. Der wird den finden, ja, und hier und da passiert was, wird was entwickelt, wird geforscht. Aber der ist jetzt noch nicht angekommen in dem Sinne, dass der Handwerker das direkt bemerkt. Aber ich würde jetzt sagen, falschen Trend, wo jetzt welche hier aussprechen, nee, würde ich so im Moment noch nicht sehen. Nein, nee. Setzt Festool KI ein? Ja, setzen wir an vielen Stellen im Unternehmen ein. Jetzt nicht im Vertrieb, ich bin noch da. Da an der Stelle noch nicht, aber intern natürlich tun wir das. Also gerade in der Entwicklung wird das an vielen Stellen eingesetzt, ja. Okay, es gibt also noch jetzt nicht nächste Woche den KI-Akku von euch. Nein. Oder die Säge, die für dich mitsägt. Nee. Das wird schwierig. Ja, zumal ich möchte, also auch da wieder privat gesehen bin ich nicht skeptisch, aber vorsichtig, was künstliche Intelligenz angeht. Weil ich habe mal von einem ITler vor x Jahren gehört, der hat zu mir mal gesagt, Shit in, Shit out. Und das ist die große Gefahr ja an der Stelle, auch wenn du heute ChatGPT und Co. benutzt, musst du ja immer sehr vorsichtig sein. Was kommt da tatsächlich an Ergebnis raus? Also hat da jemand vorher was reingegeben, was wirklich der Wahrheit entspricht oder eben nicht? Und da musst du bei künstlicher Intelligenz, finde ich, dann doch immer noch den menschlichen Verstand zum Glück einschalten. Was ist die Festool-Maschine, die du privat am meisten nutzt? Ich würde sagen, der TXS 18 letztlich. Da eben, weil als Privatperson irgendwas zu schrauben ist immer. Also ob es jetzt gerade der Gartenzaun war, den ich gerade zu Hause versetzt habe, im Carport jetzt anfangen, die Werkbank einzubauen, in dem neuen Schuppen, den ich da drin habe, das Kaminholz, der Unterschlag. Der TXS 18 ist eigentlich tatsächlich immer mit dabei. Okay, letzte Frage. Was nervt dich am meisten also jetzt Hand aufs Herz, ja? Was nervt dich am meisten an Festool? Am meisten an Festool. Am meisten nervt mich, dass auch bei uns im Haus jeder mitredet. Also das hat einerseits was Gutes, ja, das hat wirklich was Gutes, das macht ja auch eine Familie aus, auf die wir ja so Wert legen untereinander. Aber es ist dann doch häufig so, dass dann das Controlling meint, sie können besser verkaufen als der Vertrieb. Der Vertrieb meint, er kann besser Marketing machen als die vom Marketing. Und die vom Marketing meinen, sie können besser controllen als die Control. Also jeder redet dann immer mit, ohne dass er halt das volle Wissen hat. Und mit gefährlichem Halbwissen anzufangen und zu beurteilen, macht der andere seinen Job gerade gut oder nicht gut. Also wenn man jetzt auch im Vertrieb guckt, warum hat der Händler jetzt nicht da und da mehr von bestellt, dann weiß der Vertriebler in der Regel, warum das so ist. Und dann ist es leicht, darüber zu sprechen und zu sagen, das hätte er doch besser machen können und so. Und wenn du demjenigen was sagst, okay, komm, ich nehme dich mit, steig ins Auto, wir fahren, ich buch die Übernachtung. Die Übernachtung. Ja, ist ja nicht bei uns um die Ecke. Du wirst dann übernachten müssen, weil wir gleich morgen früh den Termin da haben um 8 Uhr. Nee, übernachten will ich aber nicht, weil ich muss ja heute Abend noch zu Hause. Und dann merkst du, ach so, okay, das willst du nicht. Also dieses bei allem Mitreden kann ganz schön sein und ist an manchen Stellen eben auch toll. Deswegen wissen wir auch so viel über andere Bereiche, über andere Kollegen. Deswegen haben wir viele Punkte, wo man gemeinsam echt gut sprechen kann. Aber zu beurteilen, ist der Job, den der andere jetzt macht, wirklich der richtige oder nicht, da kann man sich manchmal so ein bisschen mehr vielleicht zurückhalten, auch bei uns im Unternehmen. So. Und deswegen, ich kann nicht mitreden bei der Entwicklung. Also wenn jetzt irgendjemand was Neues engineert, dann muss ich die Klappe halten. Hinterher als Vertriebler dann auch wieder zu kommen und zu sagen, warum ist der Knopf nicht da und warum ist das nicht da? Also du findest ja immer was du vielleicht anders haben willst.
soll ich dann eher sagen, komm, jetzt lob denjenigen bitte für seine Maschine, weil der einen geilen Job gemacht hat und nörgel nicht an dem einen Punkt rum, der dir vielleicht jetzt nicht gefällt. So. Und ich denke, der wird in den letzten 5 Jahren lang genug über diesen Knopf nachgedacht Wahrscheinlich. haben und viele Kunden gefragt haben. Genau. Ja. Und der wird auch Gründe haben, warum der Knopf nicht da ist. Ne? Also das merkst du dann, wenn du mit den Leuten redest, die tatsächlich dann sich damit auseinandergesetzt haben. Dann merkst du, ach ja, eigentlich war meine Idee doch nicht so gut. Aber dazu muss man da wieder miteinander reden. Das Miteinander reden ist schon gut, aber nicht immer ein Einmischen in die Arbeit der anderen. Also das ist schon was, wo man, glaube ich, dann wirklich aufpassen sollte. Vielen Dank, Torgen, für die Beantwortung der Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare und vielleicht kommt der Torgen dann nochmal wieder. Bis dann, ciao. Ciao.